Hello world! Yeah. Alright. We gonna have to start making sense now. Als ich mir vor ein paar Tagen auf dem Channel The Vigilant Christian ein Video über den YouTuber PewDiePie angesehen habe, in dem es darum ging, dass er sich ein allsehendes Auge auf den Arm tätowiert hat, da habe ich doch einfach mal geschaut, was mein absoluter Lieblings-YouTuber Le Floid denn so für Tattoos hat. Und aus den Millionen möglichen Motiven musste es ausgerechnet mal wieder die Rapperin Kitty Cat sein. Nachdem ich mich ein bisschen umgehört hatte, wurde mir von vielen Seiten allerdings erklärt, dass das nicht Kitty Cat darstellen soll, sondern eine Eule. Das Symbol der Illuminati, die es als Eule der Minerva verehrten. Da wurde mir auch klar, warum zum Teufel internationale Künstler wie Drake und Justin Bieber sich Kitty Cat tätowieren lassen, denn wenn ich mir schon eine Frau tätowieren lasse, dann doch nicht so eine. Aber jetzt hat sich das ja aufgeklärt. So langsam stelle ich mir die Frage, ob da nicht mehr dahinter steckt bei Le Floid. Die Machtelite ist schließlich nicht dumm und weiß, dass Fernsehen und Zeitungen an Bedeutung verlieren werden und die Jugend zunehmend auf Informationen aus dem Internet zurückgreifen wird. Und damit man auf keinen Fall bei Leuten wie mir landet, stellt man sicher, dass Le Floid die größtmögliche Bekanntheit bekommt, die für einen News-YouTuber überhaupt möglich ist. Mit vollkommen realitätsfern 3 Millionen Abonnenten und letztes Jahr mit einem Interview bei der Kanzlerin. Wie Oliver Janich in seinem Video über Le Floid schon erklärt hat, sitzen die Geschäftsführer von Pro7 Sat.1, also die Bosse von Studio 71 und damit die Bosse von Le Floid, in der Illuminati-Lobbyorganisation Atlantikbrücke. Wenn ihr jetzt lacht, weil ich Illuminati sage, dann sucht mal nach der Illuminati-Familie Warburg. Die Atlantikbrücke verleiht alle 2 Jahre den Erich M. Warburg-Preis. Angela Merkel hat ihn 2009 bekommen. Der Chef der Atlantikbrücke ist Friedrich Merz von der CDU und auch der Redenschreiber von Angela Merkel saß in der Atlantikbrücke. Jetzt versteht sich auch, warum Le Floid ein Interview mit der Kanzlerin bekommen hat. Wer mehr über die Illuminati-Familie Warburg erfahren will, checkt mein Video über Xavier Naidoo oder mein Interview mit Daniel Hermsdorf von filmdenken.de, bei dem wir noch genauer auf die Bankiersfamilie eingehen. Ich verlinke die Videos übrigens immer hier als Anmerkung in den Videos, falls das jemand noch nicht aufgefallen ist. Einfach auf den Kasten klicken. Bei Vollbild sieht man die Anmerkung übrigens nicht. Wo Oliver Janich letztes Jahr noch einen Anteilseigner von Pro7 Sat.1 raussuchen musste, um Le Floids Beziehung zu Bilderberg herzustellen, wurde Pro7 Sat.1 dieses Jahr zum ersten Mal zu Bilderberg nach Dresden eingeladen. Vielleicht habe ich Herr Ebeling sogar getroffen, ich weiß leider nicht, wie er aussieht. Ich und Daniel Hermsdorf gehen in dem verlinkten Gespräch auf die Obsession eines Familienmitglieds der Warburgs mit dem Okkulten ein. Und da wären wir wieder bei Le Floid, denn die okkulte Symbolik auf seinen T-Shirts ist mir natürlich schon vor einem Jahr aufgefallen. Aber ich dachte mir, warum mit sowas kommen, wenn man den Typ auch mit knallharten Fakten zerlegen kann. Jetzt hole ich das mal nach, denn das Eulentattoo war mir bisher nicht bekannt. Le Floid sagte in einem seiner Videos: Eulen sind meine absoluten Lieblingstiere und ich finde deren mythologische Bedeutung auch ziemlich cool. Okay, er bringt also die mythologische Bedeutung mit rein, die für die Geheimgesellschaft natürlich entscheidend ist und nicht, dass man Eulen süß oder cool findet. Wenn ihr genauer hinschaut, seht ihr, dass die Eule in Dreiecke zerbricht. Le Floid sagte dazu: Ich habe eine seltsame Obsession mit Dreiecken. Er sagte sinngemäß zitiert, Dreiecke seien seine liebste geometrische Form. Wow. Zudem ist der Fokus des Bildes deutlich auf dem einen Auge der Eule. Für all das gibt es 4 naheliegende Erklärungsmuster. Erstens, Le Floid hatte schon als unbekannter YouTuber Wissen über Okkultismus und hat die Symbolik extra genutzt, um berühmter zu werden. Zweitens, es war von Anfang an geplant, ihn bekannt zu machen, deshalb hat man die Symbolik schon früh eingebaut. Drittens, er hat überhaupt keinen Plan und die Produzenten drücken ihm einfach diese T-Shirts in die Hand und sagen ihm, er soll sich mal eine Eule tätowieren lassen. Für mich die wahrscheinlichste Option. Oder viertens, es ist echt alles nur Zufall. Da ich diese YouTuber meide wie der Teufel das Weihwasser, habe ich keinen Plan, wer noch so interessante Tattoos hat. Aber ich wette, ihr informiert mich da in den Comments. Danke fürs Zuhören.
Jetzt hole ich das mal nach, denn das Eulentattoo war mir bisher nicht bekannt. LeFloid sagte in einem seiner Videos: Eulen sind meine absoluten Lieblingstiere und ich finde deren mythologische Bedeutung auch ziemlich cool. Okay, er bringt also die mythologische Bedeutung mit rein, die für die Geheimgesellschaft natürlich entscheidend ist und nicht, dass man Eulen süß oder cool findet. Wenn ihr genauer hinschaut, seht ihr, dass die Eule in Dreiecke zerbricht. LeFloid sagte dazu: Ich habe eine seltsame Obsession mit Dreiecken. Er sagte sinngemäß zitiert: Dreiecke seien seine liebste geometrische Form. Wow. Zudem ist der Fokus des Bildes deutlich auf dem einen Auge der Eule. Für all das gibt es 4 naheliegende Erklärungsmuster. Erstens, LeFloid hatte schon als unbekannter YouTuber Wissen. Hello world. Yeah. Alright. We gonna have to start making sense now. Als ich mir vor ein paar Tagen auf dem Channel The Vigilant Christian ein Video über den YouTuber PewDiePie angesehen habe, in dem es darum ging, dass er sich ein allsehendes Auge auf den Arm tätowiert hat, da habe ich doch einfach mal geschaut, was mein absoluter Lieblings-YouTuber Le Floid denn so für Tattoos hat. Und aus den Millionen möglichen Motiven musste es ausgerechnet mal wieder die Rapperin Kitty Cat sein. Nachdem ich mich ein bisschen umgehört hatte, wurde mir von vielen Seiten allerdings erklärt, dass das nicht Kitty Cat darstellen soll, sondern eine Eule. Das Symbol der Illuminati, die es als Eule der Minerva verehrten. Da wurde mir auch klar, warum zum Teufel internationale Künstler wie Drake und Justin Bieber sich Kitty Cat tätowieren lassen, denn wenn ich mir schon eine Frau tätowieren lasse, dann doch nicht so eine. Aber jetzt hat sich das ja aufgeklärt. So langsam stelle ich mir die Frage, ob da nicht mehr dahinter steckt bei Le Floid. Die Machtelite ist schließlich nicht dumm und weiß, dass Fernsehen und Zeitungen an Bedeutung verlieren werden und die Jugend zunehmend auf Informationen aus dem Internet zurückgreifen wird. Und damit man auf keinen Fall bei Leuten wie mir landet, stellt man sicher, dass Le Floid die größtmögliche Bekanntheit bekommt, die für einen News-YouTuber überhaupt möglich ist. Mit vollkommen realitätsfern 3 Millionen Abonnenten und letztes Jahr mit einem Interview bei der Kanzlerin. Wie Oliver Janich in seinem Video über Le Floid schon erklärt hat, sitzen die Geschäftsführer von Pro7 Sat.1, also die Bosse von Studio 71 und damit die Bosse von Le Floid, in der Illuminati-Lobbyorganisation Atlantikbrücke. Wenn ihr jetzt lacht, weil ich Illuminati sage, dann sucht mal nach der Illuminati-Familie Warburg. Die Atlantikbrücke verleiht alle 2 Jahre den Erich M. Warburg-Preis. Angela Merkel hat ihn 2009 bekommen. Der Chef der Atlantikbrücke ist Friedrich Merz von der CDU und auch der Redenschreiber von Angela Merkel saß in der Atlantikbrücke. Jetzt versteht sich auch, warum Le Floid ein Interview mit der Kanzlerin bekommen hat. Wer mehr über die Illuminati-Familie Warburg erfahren will, checkt mein Video über Xavier Naidoo oder mein Interview mit Daniel Hermsdorf von filmdenken.de, bei dem wir noch genauer auf die Bankiersfamilie eingehen. Ich verlinke die Videos übrigens immer hier als Anmerkung in den Videos, falls das jemand noch nicht aufgefallen ist. Einfach auf den Kasten klicken. Bei Vollbild sieht man die Anmerkung übrigens nicht. Wo Oliver Janich letztes Jahr noch einen Anteilseigner von Pro7 Sat.1 raussuchen musste, um Le Floids Beziehung zu Bilderberg herzustellen, wurde Pro7 Sat.1 dieses Jahr zum ersten Mal zu Bilderberg nach Dresden eingeladen. Vielleicht habe ich Herr Ebeling sogar getroffen, ich weiß leider nicht, wie er aussieht. Ich und Daniel Hermsdorf gehen in dem verlinkten Gespräch auf die Obsession eines Familienmitglieds der Warburgs mit dem Okkulten ein. Und da wären wir wieder bei Le Floid, denn die okkulte Symbolik auf seinen T-Shirts ist mir natürlich schon vor einem Jahr aufgefallen. Aber ich dachte mir, warum mit sowas kommen, wenn man den Typ auch mit knallharten Fakten zerlegt?